Good afternoon. Guten Nachmittag. Oder guten Nachmittag oder so. Hello. Ja, Hallo. ja ich bin Deutsch. Weit in meiner, ja, ganz weg. Ja. 7 Geschlechten weg. Geschlechter. Ja. 7 Generationen. Meine Familie bleiben hier ins Wetter und Dortmund und Luttringhausen und so. Und nur noch ist die Kirchenmeister von Luttringhausen für die Lutherse Gemeinde Johannes Neveling. Das ist auch die kleine Cousin von die Neveling, das von hier weggehen nach Südafrika. Und ja, dann bleibt er in Südafrika und 7 Generationen, dann komme ich. Ja. So, mein Deutsch ist Küchendeutsch und sehr schlecht, aber ich bin ein Deutscher. Das ist die Hauptsache. Ja. Must I go that way? Oh, okay, sorry. For the cameras. Okay, sorry. I normally walk around, so, but I will try and stand still. Normalerweise laufe ich immer rum, aber ich versuche mal still zu stehen. Yeah. I'm going to give you a little bit of background first, and then we're going to move as fast as I can through some material which I think is critical for you all this afternoon. Also wir werden hier wichtiges Material, wichtige Inhalte für uns alle heute Nachmittag behandeln. Ich möchte eine ganz kurze Einführung machen. So God called me when I was 16 years old. Gott hat mich gerufen, da war ich 16. And I knew that God had placed a calling on my life. Und ich habe gespürt, Gott hat hier eine Berufung für mein Leben ausgestellt. So of course I finished school and I went to theological seminary. Und natürlich habe ich erst meine Schule fertig gemacht, dann ging ich aufs theologische Seminar. And I completed my first year. Mein erstes Jahr war dann vorbei. It was very good. Es war sehr gut, No problem. kein Problem. But God told me you need to go. Und dann hat Gott mir gesagt, du musst hier weg. And I thought, this is strange. Und ich dachte, das ist aber komisch. But, you know, who am I to argue? So I listened. Aber wisst ihr, wie soll man Gott widersprechen? Also habe ich gehört. And God took me to go and work in a bank, Barclays Bank, Und dann, as a computer operator. ja, dann habe ich eine Stelle angefangen in einer Bank, Barclays, und zwar als Administrator sozusagen. And then I became a programmer. Dann wurde ich Programmierer. And I learned all about computers in a time when computers were pretty new. Und ich habe ziemlich viel dann über Computer gelernt und zu der Zeit waren Computer noch ziemlich neu. I worked then on an ICL 1904S. That's the computer name. He Ich habe doesn't know auf einer that. ICL 9040S gearbeitet. 1904 1904 S. S. Yeah. It had the massive capacity of 128K. Und es hatte einen massiv großen Arbeitsspeicher von 128 Kilobyte. Yeah. And we did everything on there. Barclaycard, check accounts, saving accounts, everything. Wir haben alles damit gemacht, also diese Barclay-Karten und Sparkonten und Girokonten und so weiter. Now in those days when I was that young, I had to do compulsory military service. Und damals, ich war noch ein junger Mann, musste ich auch Wehrdienst leisten. And when I was called to the military, because computers were so new, the military said, we are specialists. Und damals, als ich dann eingezogen wurde, da haben die Leute vom Militär gesagt, weil Computer eben noch so eine neue Sache waren, Sie sind ein Spezialist. So I was taken to a place called the Directorate of Information Systems and Analysis. Und dann bin ich da an einen Ort gekommen, das war so ein Direktoriat für Analyse und Berechnungen. And my work was to write relational databases. Meine Aufgabe waren relationale Datenbanken. This is very important. Das ist ganz wichtig. This was 1974. Das war 1974. And I wrote the first blockchain database. Und ich habe die erste Blockchain-Datenbank geschrieben.
I was also instrumental in a couple of other very interesting programs, one of them being these numbers on the containers. You know that long number on the ship containers? I wrote that program. Ja, ich habe auch mitwirken dürfen bei einigen anderen wichtigen Programmen, zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, außen auf dem Rumpf eines Schiffes, Containerschiffes, stehen so lange Nummern. Das Programm habe ich geschrieben. And if I have the last number, that one in the little square at the end, if I have that number, I can tell you where that container originates from, who's the owner of that container, what is the latest bill of lading, on what ship it is, what is the estimated time of arrival in the next dock, what is inside the container, who is the people that has got the stuff inside the computer. I can tell you everything from that last little number. Also es geht nicht auf Nummern auf Schiffen, sondern auf Containern, Schiffscontainer. Und da am Ende ist so ein kleines Quadrat und da steht eine kleine Nummer drin. Und wenn ich die Nummer habe, dann kann ich euch alles sagen über diesen Container, was da drin ist, wo der herkommt, wo der hingeht, wer der Besitzer ist und so weiter und so fort. So God gave me all this experience. Gott hat mir also all diese Erfahrungen verschafft. And in 1984, he told me to go back and study theology. Und 1984 gab er mir den Auftrag, geh zurück und studiere wieder Theologie. At that point in time, my career in computers were doing well. I was the data processing manager for the whole of the Barlow's group. Und damals war ich ziemlich weit oben angekommen in meiner Karriere als Programmierer und Computerspezialist. Ich war da für die Datenverarbeitung zuständig für ein ganz großes Gebiet dieser Bank. Who am I to argue? Aber ich kann ja Gott nicht widersprechen. So I left it all. Also ging ich. And I went back to college. Und ich ging wieder aufs College. And so God had this special welcome for me at college. Auf dem College wartete ein ganz besonderes Willkommenheißen von Gott auf mich. A really bad student house. Ein Studentenwohnheim in sehr schlechter Verfassung. I took out 3 loads full of rubbish out of the house before I could go and stay in it. Ich musste erstmal 3 komplette Müllladungen entsorgen, bevor ich dort einziehen konnte. Yeah. And so I studied for the next couple of years. Und die nächsten Jahre war ich dann im Studium. And in my final year, when I had expected to be called to a great church and go and work as a minister in a church, und dann in meinem letzten Jahr, wo ich schon die Erwartung hatte, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann bist du Prediger in einer wunderbaren Gemeinde. God sent a call from the State Radio. Da sandte Gott einen Ruf vom Staatsradio, to go and lead and head up the religious services department of the state radio. The state is from the government. Yes. Also das war tatsächlich staatlich, das Radio, und da sollte ich die Abteilung für Religion und Kirche übernehmen. Now in those years, that didn't happen. Und das war für diese Zeit etwas sehr Ungewöhnliches. In those years, the state religion in my country was reformed. Damals war die Staatsreligion in meinem Land reformierte Kirche. And Seventh-day Adventists was a little sect that you didn't talk to. Und Siebenten-Tags-Adventisten waren eine kleine Sekte, mit denen hat man nicht gesprochen. And they asked me to become the head Und of the trotzdem department. hatten sie mich gebeten, ob ich diese Abteilung leiten würde. So I had a meeting with the dean of the Faculty of Theology. Also hatte ich dann ein Gespräch mit unserem Dekan der Theologischen Fakultät, with the rector of the college, which was Dr. David Birkenstock, mit dem Rektor des Colleges, das war Dr. David Birkenstock, and with one of my mentors in the theological department, Dr. Isaac van Zyl. und dann einer der Mentoren in der theologischen Abteilung, Dr. Isaac van Zyl. And I said, look, what do I do? I've received this call to go and head up this religious department, but I don't know. Is there a call somewhere in line for me? What should I do? Should I reject that? It's a pretty good offer, but should I reject that? What should I do?
Und ich habe sie einfach um Rat gefragt, dass ich eben diesen Ruf dort bekommen hatte vom Staatsradio und dass ich nicht wüsste, was ich jetzt tun sollte. Soll ich das annehmen? Es war ja eigentlich ein recht attraktives Angebot. And they said, this is so exceptional that you need to go. Und sie haben mir gesagt, das ist so ungewöhnlich und so außergewöhnlich, dieses Angebot, du solltest das annehmen. So I went. Und dann ging ich. For 17 years, I broadcast radio. 17 Jahre lang war ich beim Rundfunk. So I looked after the programs of the religious department, Ich habe mich um die Sendungen der Religionsabteilung gekümmert. and at the same time, one of the language services asked me to come and broadcast on the language service in my spare time, and the television asked me to become a news anchor. Dann kam noch eine andere Abteilung, die für die verschiedenen Sprachen zuständig waren. Da habe ich in der Freizeit dann auch noch mitgewirkt. Und außerdem war ich auch bei News-Sendungen aktiv. And so, for 17 years, I worked and I learned about announcing. Und 17 Jahre lang war ich dann aktiv und habe natürlich Erfahrungen gesammelt als Radiosprecher. In all of this time, In dieser ganzen Zeit I wondered why it was, because I still clearly knew that God had a calling on my life. war immer die Frage in meinem Kopf, warum passiert das alles? Denn ich wusste ja, dass Gott mir eine klare Berufung gegeben hatte. But why doesn't He take me to the church? Aber warum komme ich nie in die Gemeindearbeit? And so after 17 years, I was getting old. Und dann nach 17 Jahren, ich wurde auch nicht jünger, By now, I had 40 years training by God. hatte ich mittlerweile 40 Jahre Do you Ausbildung know some other people who had 40 years of training? durch Gott hinter mir. Vielleicht fällt euch jemand anders ein, der 40 Jahre lang ausgebildet wurde von Gott. I had 40 years. Bei mir waren es 40 Jahre. After 40 years, I resigned, Nach 40 Jahren habe ich dann and my wife and I decided we will move to the north central part of Namibia. und meine Frau und ich entschieden, dass wir nach nordzentral Namibia umziehen. And we will see what we can do Und to build the church. wir wollen uns dort dafür einsetzen, eine Gemeinde zu gründen. When I moved there, it was my wife and I and one lady living 70 kilometers away from me. Meine Frau und ich sind dort hingezogen und es war auch eine junge Frau, eine Dame, die mit uns dorthin zog. So we started working, but Namibia is a strange land. It's a huge country. It's 880,000 square kilometers big. The towns are extremely far away from each other. The farms are really big. It's massive. So to do the work, it's a logistical nightmare. Wir haben dann angefangen zu arbeiten und wir haben schnell festgestellt, Namibia ist ein riesiges Land, 880.000 Quadratkilometer groß und die Städte sind weit voneinander entfernt. Es gibt riesige Farmen und wir haben bald festgestellt, logistisch ist die Arbeit hier ein Albtraum. So what do? Was machen wir also? Well, we started by arranging a camp meeting. Wir haben damit begonnen, dass wir ein Camp-Meeting organisiert haben. The idea was at least once a year we'll give people some good stuff. Und der Gedanke dahinter war, wenigstens einmal im Jahr kommen alle zusammen und bekommen gute Nahrung. So at this camp meeting, the first camp meeting we attended, we were 22 people. Und unser erstes Camp-Meeting, da waren wir 22 Teilnehmer. Of course, only 3 Namibians. Aber nur 3 aus Namibia. The others were all invitees. Die anderen hatten wir alle eingeladen. But at that first camp meeting, Und nach diesem ersten Camp-Meeting we made one decision. trafen wir eine Entscheidung. We made a decision to pray. Die Entscheidung zu beten. Now let me tell you, everything starts with prayer. Ich möchte euch sagen, das Gebet ist der Anfang von allem. Everything is built on prayer, Alles baut auf dem Gebet auf. and everything ends in prayer. Und im Gebet endet auch alles. Without that, you don't go anywhere.
Wenn wir das nicht haben, bewegt sich gar nichts. And so that prayer was just the following. Wir We haben nur said- wie folgt gebetet. We prayed and we said, God, we have got no idea how to do this work. Lieber Gott, wir haben keine Ahnung, wie wir diese Aufgabe bewältigen sollen. We don't have the money anyway. Wir haben sowieso kein Geld. The distances are just too far. We've got no idea how to do this. Und wir sind einfach zu weit voneinander weg. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. But God, we will be ready to nurture anybody that you send to us, to teach them, to guide them in the truth, and to assist them as best we can. That's what we will do. Aber Gott, wir sind bereit, wenn du uns Menschen schickst, dass But wir uns God, you will have to send the people. dass wir uns um sie kümmern, dass wir sie lehren, ausbilden und befestigen. Aber du musst uns diese Leute schicken. So God started sending people. Und dann schickte Gott uns die Leute. Today, by God's grace, Heute, durch Gottes Gnade, we have a church of 72 members, haben wir eine Gemeinde mit 72 Gliedern. and we've got 2 branch Sabbath schools. Und wir haben 2 Sabbatschulgruppen. And one of them is bigger than us. Ah, okay. Genau, wir haben sozusagen noch 2 Tochtergruppen, Sabbatschulgruppen. Eine von denen ist größer als unsere eigentliche Gemeinde. And we cannot take credit for one of those people. Und aller Ruhm, aller Verdienst dafür gebührt allein Gott. Yeah. Because we did nothing to get them there. Denn wir haben nicht Nothing. einen Menschen dorthin geführt. Wir haben nichts dafür getan. Then, the second year, I invited a man to come and speak to us. It was very relevant. He had just done his doctorate on the influence of culture, Dann im on zweiten the Jahr interpretation of Scripture. lud ich einen Sprecher ein, der hatte ein sehr relevantes Thema. Er hatte gerade seine Doktorarbeit fertiggestellt über die Heilige Schrift und Kultur, Kommunikation mit der Kultur. And he explained in his doctorate, and it's an excellent piece of work. He On- explained in his doctorate why culture can never be taken into consideration when interpreting Scripture. Und er erklärt in seiner Dissertation, und das ist wirklich eine exzellente Arbeit, warum wir nie die Kultur beeinflussen lassen dürfen, wie wir die Bibel auslegen. 2 weeks before camp meeting, he said he can't come. 2 Wochen vor dem Camp-Meeting sagte er mir ab. But he says he's got a young man that he can send me. Er sagte, ich kann nicht kommen, aber es gibt einen jungen Mann, den kann ich schicken als Ersatz. I don't know this young man, Ich kannte den nicht, but it's 2 weeks before camp meeting, so he has to come. aber ich hatte ja nur 2 Wochen bis zum Camp-Meeting, also musste ich ihn nehmen. Wonderful young man. Ein wunderbarer junger Mann. He did a series of lectures on coexist. Er hat eine Reihe von Vorlesungen oder von Seminaren gehalten über Koexistenz. I believe Walter Veit is very sort of famous in Germany. Well, Vielleicht kennt jemand von euch den Namen Walter Veit. this young man, Also dieser junge Mann, he preaches more or less in that style. also er predigt, trägt vor, mehr oder weniger so wie Walter Veit, in dem Stil. Excellent, excellent stuff. Exzellent. And so he left. We became friends. Very nice chap. He left. Und danach ging er wieder, wir haben uns mit ihm angefreundet, er war einfach ein freundlicher Kerl. And a year later, he calls me and he says, Neville, will you go to the state of Georgia with me? Ein Jahr später rief er mich an und sagte, The Neville, country, Georgia. kannst du mit mir in den Bundesstaat Georgia gehen? And I Ach so, say, in das Land Georgien. Danke. and I say, Jonathan, why should I go to Georgia? Und ich, I sag, have my hands full in Namibia. What should I go and do in Georgia? und ich sagte ihm, was soll ich in Georgien? Ich habe hier alle Hände voll zu tun in Namibia. And he says, Neville, there's some Afrikaans-speaking people in Georgia. We thought it's a good idea if you preach one of the series.
Und er sagte, Neville, es gibt dort in Georgien einige afrikanisch sprechende Leute und wir dachten, es ist eine gute Idee, wenn du auch einen Vortrag halten würdest. So I go to Georgia Also bin ich nach Georgien and I start preaching night after night. und ich habe dort jeden Abend gepredigt. And then when now I'm alone, I am absolutely alone. Everybody else that is in Georgia is in Tbilisi, in the capital city. I am in a small little town called Teil. At the same time there were several Yeah, there were series going several on. meetings going on all over the place. Okay, es war so, dass mehrere Evangelisationen gleichzeitig liefen an verschiedenen Orten. Die meisten Leute waren alle in der Hauptstadt versammelt. Ich war ganz allein auf mich selbst gestellt in irgendeiner kleinen Stadt. And when I am back after the meeting and I'm sitting in my hotel, Und wenn dann so ein Abend vorbei war und ich saß in meinem Hotel, God starts speaking to me about what I'm doing. da sprach Gott zu meinem Herzen. And he explains to me that why he's brought me to Georgia. Und dort hat er mir erklärt, warum er mich nach Georgien gebracht hat. Because this material that I'm preaching Weil das, worüber ich hier predige, is the material that I need to go and preach in Namibia. genau das Gleiche ist, was ich in Namibien predigen soll. And so I think this is great. This is fantastic. Und ich dachte, das ist eine tolle Sache. But as I go, God now reminds me about all the training that he's given me. Und indem ich noch darüber nachdenke, kommt mir in Erinnerung, Gott ruft das wieder in Erinnerung, was ich alles an My Ausbildung computer durchgemacht habe. experience Ja, meine Erfahrung im and my Computer broadcasting experience. und natürlich auch im Rundfunk. And all of a sudden I understand Und, that I can do much more with this material than I even thought. und plötzlich geht mir das Licht auf, dass all das, was ich hier zur Verfügung habe und mein Material, dass ich damit ja viel mehr anfangen kann, als ich gedacht hatte. And there in Georgia, in Tel Aviv, Und dort in Georgien, God shows me that I can run evangelism on cell phones. in Teil, da hat Gott mir klar gemacht, dass ich Evangelisation machen kann übers Handy. And so when I get back to my church in Namibia, I tell them about my plan that we are going to have the first evangelism series on cell phone. Ich bin also zurück zu meiner Heimatgemeinde in Namibia und dort habe ich ihnen eröffnet, dass wir die erste Evangelisation übers Handy machen werden. And they tell me you are crazy. Und sie sagen mir, bist du verrückt? How are you going to service these people? Wie willst du dich denn um diese Leute You kümmern? don't even know where they stay. Du weißt ja nicht mal, wo sie wohnen. How are you going to answer their questions? Wie willst du denn ihre Fragen How are beantworten? you going to give them Bible Wie studies? willst du ihnen Bibelstunden geben? How are you going to baptize them when they're not even in your district? Und wie willst du sie überhaupt taufen, wenn sie nicht mal in unserem Bezirk sind? What about tithe? Und wie steht es um den Zehnten? And millions of questions. Und Millionen Fragen. I said, don't worry. Ich sagte, keine Sorge, God has told me how. Gott hat mir gesagt, wie. And so we send out the first series. Und dann haben wir begonnen, die erste Serie rauszuschicken, zu posten. 1,300 people. 1300 Teilnehmer, 350 baptisms. 350 Taufen. God was good. Gott war gut. Now I want to tell you something interesting. Jetzt möchte ich euch etwas Interessantes sagen. That first series, I sent one of those lectures, is sent to a man who lives 3,000 kilometers away from me. Einer dieser Teilnehmer an der Evangelisationsreihe lebte 3000 Kilometer entfernt. When he receives the messages, he decides his cousin must know about this. Als er eben das empfing, meinte er, das muss auch mein Cousin erfahren. He sends it to his cousin who lives a further almost 5,000 kilometers away from him. Und er sendet es seinem Cousin, der nochmal 5000 Kilometer weiter weg wohnt. She works at a place called Taita Falcon Lodge. Also eine Cousine, und sie wohnte in Taita Falcon Lodge, so hieß der Ort.
in Zambia, in Sambien, on the border of the Zambezi River. direkt an der Grenze zum Sambesi. And so, back in America, a man by the name of Dwayne McKee, the president of Adventist World Radio, has got to go to Zambia. Irgendwo in Amerika gibt es einen Mann namens Dwayne McKee und er macht sich auf eine Reise nach Sambia. And there in Zambia, they're going to set up the next Total Member Involvement Series. Und er möchte dort die nächste Veranstaltungsreihe über Total Member Involvement, also dass alle Mitglieder der Gemeinde eingebunden werden, dort And so organisieren. they didn't make pre-booking, so now they're trying to find a place to stay in the town called Livingston. Und sie finden dann einen Ort, wo sie unterkommen können, in einem, die Stadt hieß Livingston, They can't find place to stay. beziehungsweise sie haben einen gesucht, aber sie haben nichts gefunden in dem Ort. Everything is full, Es war schon alles belegt, except one space, außer einem Platz, Taita Falcon Lodge. Taita Falcon Lodge. So they take the place, they're going to stay at Taita Falcon Lodge. Und dann haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir eben dieses Hotel hier. Now it is a small lodge. The reception area is also the bar. Und das ist also nur ein ganz kleines Haus. Der Empfangsbereich ist gleichzeitig die Bar. And there's this lady standing behind the bar. Und da steht eine Dame hinter der Bar. And they come up and they say, we have this booking, we are Seventh-day Adventists, we are Dane McKee and Kathy McKee. Und sie kommen auf sich zu und sagen, wir haben hier gebucht, wir sind 7. Tagsadventisten, Dwayne McKee und meine Frau. Now I want to get the picture. I want to describe this to you. Und ich möchte, dass ihr euch das jetzt gut vorstellt, die Szene. This lady is standing behind the bar. Da steht diese Dame hinter der Bar, She's got a cigarette in her hand. Zigarette in der Hand She's got a cup of coffee in this hand. und in der anderen eine Tasse Kaffee. The Bible is open on the bar counter in front of her. Und auf der Bar, auf dem Tresen, liegt die Bibel geöffnet And the handy is lying on the side. und daneben liegt das Handy. And she says, I love the Adventists. Und sie sagt, ich liebe Adventisten. Nice picture, isn't it? Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Nett, nicht wahr? And of course, Dwayne and Kathy, they say, oh, how do you know the Und Adventists? Dwayne und Cassie natürlich, ja, Oh, I sie haben dann study gefragt, prophecy. woher kennen Sie denn die Adventisten? Ja, ich studiere gerade Prophetie. Oh, how do you do that? Oh, tatsächlich, wie denn? Oh, on my handy. Ja, über mein Handy. Oh, what is this? Ja, wie geht das? Oh, this is Neville Neveling. He sends out the messages. Ja, das kommt von Neveling. Er Aber schickt uns I diese... don't get it from Neville. I get it from my cousin who lives out there in South Africa in Mossel Bay. But he sends it to me. Er schickt die Nachrichten, aber ich krieg's gar nicht direkt von ihm, sondern von meinem Cousin, der lebt da in Mossel Bay. But it's Neville Neveling. Aber es kommt von Neville. Kathy McKee works for Total Member Involvement. Kathy McKee ist eben angestellt und arbeitet in diesem Bereich der totalen Gliederinvolvierung. She keeps the databases of names who preach for Total Member Involvement. Und sie hat die Datenbank all derjenigen Personen, die innerhalb dieser Initiative predigen. So when she hears the name, Sie hört also diesen Namen, elbows her husband, dann stößt sie ihren Mann an says, we know that man. und sie sagt, ich kenne diesen Mann. Says, who's that? Er fragt, wer ist das? He preached in Georgia. Ja, er hat in Georgien gepredigt. He says, I need to speak to him. Er sagt, ich möchte mit ihm reden. So he calls me up Er ruft mich an also and he says, you need to get on a plane and fly to Washington. und sagt, du musst unbedingt mit dem Flugzeug hierher kommen nach Washington. And so when I get to Washington, Und in Washington they say to me, sagen sie mir, this cell phone evangelism of yours has got to be rolled out worldwide. diese Handy-Evangelisation, das muss eine weltweite Sache werden. Amen. I felt this small. Ich fühlte mich so klein.
God has a way of calling you. Gott weiß, wie er dich rufen kann. And when He calls you, He will prepare you. Und wenn er dich beruft, dann bereitet er dich auch vor. And it might take 40 years, Und selbst wenn es 40 Jahre dauert, but He knows what He's doing. aber er weiß, was er tut. And that's how it came about. Und so kam alles zustande. But He did so much more for me. He then introduced me to Mark Finley. Aber das war noch lange nicht alles. Ich bin dann Mark Finley vorgestellt worden. In a place called Seoul in Korea. Und zwar in Korea, in Seoul. And Mark is the writer of the material that we use. Und Mark ist der Verfasser des Materials, das wir einsetzen. And when Mark met me, he said, you need to fly to Washington. Und als Mark mich traf, da sagte er, du musst mit mir nach Washington fliegen. And he took me into his church Er hat mich in seine Gemeinde mitgenommen and he said, you need to train my church. und sagte, du musst meine Geschwister ausbilden. And afterwards he said, this is what we'll do from now on. Und anschließend sagte er, in dieser Richtung werden wir ab jetzt arbeiten. This is our church's greatest evangelist, Das, by far. das ist bei weitem die erfolgreichste Evangelisationsmethode, der beste Evangelist unserer Gemeinde. It's amazing what God can do. Es ist wirklich erstaunlich, was Gott tun kann. So we had this wonderful, wonderful journey with God. And just a couple of days ago, Also Gott hat uns da wirklich auf eine fantastische Reise mitgenommen. Und erst vor einigen Tagen the General Conference has accepted digital evangelism, interfacing, and search engine optimization as official church policy. da hat die Generalkonferenz diese Digital Evangelism, interfacing, also diese digitale Evangelisation and search engine optimization. und eben die Suchmaschinenoptimierung für diese Evangelisation, das hat sie offiziell in ihr Programm genommen, als Teil der Gemeindeaktivitäten. So, it's been an interesting road. Now we need to go a little bit faster. Der Weg war wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt muss ich ein bisschen schneller vorangehen. You know, when Constantine became a so-called Christian, Wisst ihr, als Kaiser Konstantin damals the entire church changed. It was a paradigm shift. Christ wurde, da war das ein Paradigmenwechsel für die gesamte Kirche. Before that, church was small groups. Vorher war Kirche kleine Gruppen. Groups that cared for each other, which nurtured each other, which loved each other. Gruppen, die sich umeinander gesorgt haben, die füreinander da waren, sich geliebt haben. And so together with all the other things that Constantine let slip into the church, Und heute, neben all den anderen Sachen, die Konstantin auch noch in die Gemeinde, in die Kirche eingeführt hat, one of the worst things that could have happened was the institutionalization of church. ist eines der größten Probleme, das wir uns eingehandelt haben, dass die Kirche zu einer Institution geworden ist. And that was for centuries long the case. Und das war jahrhundertelang der Fall. In fact, and I'm going to skip this. Das überspringen wir mal. Let's just wake it up. Where is it? It's there that we have the problem. F4, maybe. F4, F5. Yeah. Oh, okay, there it is. But now let's just go back to No, we have to. there. Okay. Now we can just skip that. That story I wanted to tell you, but remind me and I'll tell you the story of that lady at some time. Die Geschichte wollte ich heute erzählen, das ist jetzt leider nicht That's an amazing story. die Zeit, aber wenn ihr mich daran erinnert, werde ich euch später mal erzählen, die Geschichte von dieser Dame. Erstaunlich. Maybe I must tell you that story. Ich erzähle es euch jetzt. You're going to be a long, long time. Wie lange wollt ihr hier Her bleiben? name is Rhea Cruz. Sie heißt Rhea Cruz. She works for our Center of Digital Evangelism in Manila in the Philippines.
Sie arbeitet für unser Zentrum für die digitale Evangelisation auf den Philippinen, in Manila. Just a few months ago, she had to go up to one of the mountain residences of the Tobalot people. Und vor einigen Monaten war sie unterwegs zu dem Tobalot-Volk, die dort eine Ortschaft in den Bergen hat sie besucht. Some of them have heard about cell phone evangelism. Einige von denen hatten gehört von Handy-Evangelisation. And they wanted her to go up there and to speak to them. Und sie wollte dort hochgehen und sich mit den Menschen unterhalten. And so when they got there, Als the sie, chief of this village was not happy. als sie ankam, da war der Häuptling des Dorfes gar nicht glücklich. So this chief took them and set them in the middle of the village Er on the hat, ground. er hat sie genommen, in die Mitte des Dorfes geführt und auf den Boden gesetzt. And they went and fetched 2 coconut shells, Und dann haben sie 2 Kokosnussschalen geholt, empty coconut shells. leere Schalen. And they put them on the ground in front of her. Sie haben sie vor ihr auf den Boden gelegt They covered it with a reed mat. und haben eine Schilfmatte drüber gelegt. And then they started dancing around and singing and clapping and shouting and doing everything. Und dann haben sie angefangen, drumherum zu tanzen und zu klatschen und zu rufen und so weiter. This carried on for a long time. Das ging ziemlich lange. And Rhea says she was deathly afraid. Und Rhea sagte, sie war zu Tode geängstet. She says she could feel the presence of evil. Denn sie sagte, sie konnte förmlich spüren die Gegenwart des Bösen. And when eventually they stopped, Und als sie schließlich aufhörten, they went and uncovered the coconut shells, da haben sie die Kokosnussschalen wieder aufgedeckt. and there were 2 steaming bowls of rice. Und da waren 2 dampfende Reisportionen drin. The chief said, "This is our God. Und dann sagte der Häuptling, das ist unser Gott. If your God cannot do this, Wenn dein Gott das nicht kann, you're a dead girl." dann bist du tot. They went and fetched 2 coconut shells. Dann haben sie wieder 2 leere Kokosnussschalen geholt. They gave her the coconut shells. Haben sie ihr gegeben She said, "Put them down." und sie sagte, legt sie hin. They put it down, they covered it with a mat. Sie haben sie hingelegt, mit der Matte zugedeckt. She closed her eyes and she said, "Lord, Sie schloss die Augen und sagte, Herr, I'm in your hands. ich bin in deiner Hand. You know what their request is. Du weißt, was sie wollen. It's not about me, God. Es geht nicht um mich, Gott, It's all about you." es geht nur um dich. Amen. Amen. The chief said, "Is that what you got?" Und der Häuptling sagte, ist das alles? He said, "Yeah, that's Er it." sagte, ja, das war's. Picked up the mat, Er hat die Matte aufgedeckt 2 steaming bowls of rice. und 2 dampfende Reisschalen. That's real. Das ist wirklich passiert. That's real. She Amen. loves to tell the story. Natürlich erzählt sie die Geschichte gerne. So, all right. Constantine, he went on and he changed the face of the church. Konstantin In fact, hat wirklich die Erscheinungsform der Kirche völlig verändert. Eisnogel, on page 360, 361, quoted from Lauren Mead's book, The Once and Future Church, he puts it this way, he says, anstatt dass die Gemeinde eine kleine Gruppe war, die die Kirche an diesem Ort bildete, war das Verständnis der Gemeinde erweitert worden, um alles in das Imperium aufzunehmen. Die Gemeinde war die Kirche und die Kirche war das Reich. Ja, das ist ein Zitat von einem Buch von Lauren Mead. Yes, you'll have to translate in English now. Instead of the congregation being a small... And so that's what happened for centuries. Ja, und das war dann der Zustand, Even jahrhundertelang. after the Reformation, even when Luther, even the Lutheran Church, that was the case. Und selbst nach der Reformation war das noch so, diese Einheit, Deckungsgleichheit von Kirche und Staat, selbst nach Luther in der protestantischen Kirche. It was still institutional churches, big buildings. Das waren immer noch die Kirche als Institution mit riesigen Gebäuden. It was still professional clergy
that was serving the people. Das waren immer noch professionelle Geistliche und die bedienten die Laien. And it was only professional clergy that was allowed to give you the sacraments. Und nur die Profis, die Profigeistlichen durften die Sakramente austeilen. And then John Mallison, he describes it like this. Und John Mallison beschreibt es so. In his work, Growing Christians in Small Groups. This is a massive. He said, jede Gruppe bestand aus 10 bis 12 Personen aus derselben Nachbarschaft, I'm coming there now, die sich wochentlich für etwa eine Stunde versammelten. Die Führer waren Laien, Laymen, einige waren Männer, aber die Mehrheit waren Frauen, die aufgrund ihres hohen moralischen und spirituellen Charakters und ihres gesunden Menschenverstands ausgewählt wurden. Also das ist And here is a lot of ladies in front of me. Ja. In diesem Buch geht es, der Titel sagt, wie Christen wachsen können durch kleine Gruppen. Und das wird hier beschrieben, die Kleingruppen. The men need to wake up. Und ja, die Männer müssen aufwachen. Yeah. Men need to wake up. Because you see, I spoke about Luther, but it was John Wesley Ich habe gerade Luther erwähnt, aber John Wesley war es with the Methodist movement und seine methodistische Bewegung, that went back to the small groups of the early church. die die Kleingruppen der Urgemeinde wiederbelebt hat. In the Methodist church, it was classes and bands. In der Methodistengruppe, da waren es Klassen und Gruppen sozusagen. And you could not be a Methodist if you were not a member of the class. Man konnte gar kein Methodist sein, wenn man nicht Mitglied einer Klasse war. That's very important to understand that. Und das ist wichtig zu verstehen. Wesley understood this und Wesley verstand das. Er verstand das biblische Prinzip, dass Christen nicht isoliert von einer Gemeinschaft von Christen wachsen können, die sie zur Rechenschaft ziehen. Der Schwerpunkt lag also auf der Beziehung und dem Zweck ist Jüngerschaft. Das ist sehr important. You can do the English. Okay? I can't improve on you. Is it? Is it all right? Yes. It's my own translation. It's kitchen Dutch. Deutsch. Okay? Smells Is good. it okay? It smells good. Okay. That was very, very, very important. Also dieser Punkt war sehr, sehr wichtig. When Wesley died, the classes disappeared in Methodism. Und als, Became the prayer meeting. als Wesley starb, da verschwanden diese Klassen aus dem Methodismus. But at that precise moment, Aber genau, God called the Millerite movement. genau zu diesem Zeitpunkt berief Gott dann die Millerbewegung. And the Millerite movement took the classes of Methodism Und die Milleriten haben die Klassen vom Methodismus übernommen and brought it into the Adventist movement, and they called it the social meeting. und sie haben es in die Adventistenbewegung hineingebracht und sie haben es genannt ein Sozialtreffen oder ein geselliges Treffen, könnte man sagen. And the social meeting in the Adventist church did exactly what the class meeting did in the Methodist church. Und dieses gesellige Treffen war genau das gleiche wie damals die Klasse im Methodismus. And it also did exactly what the early church did. Und es war auch das gleiche wie damals in der Urgemeinde. It had a small group that held each other accountable for your Christian life. Es war eine kleine Gruppe, wo man gegenseitig aufeinander Acht hatte, Because you see, dass der christliche Glaube florierte. we cannot grow as Christians if we do not have each other that keep or hold each other responsible for our Christian life. Denn wisst ihr, wir können nicht wirklich wachsen, wenn wir nicht aufeinander Acht geben und auch voreinander Rechenschaft ablegen für unseren Glauben. Those classes functioned on 5 questions. Es gibt 5 Grundfragen, die für diese Klassen wichtig sind. Welche Sünde wussten sie seit dem letzten Treffen? Also die wurden hier gestellt, nämlich, Welche Versuchungen sind auf deinen Weg gekommen? Wie würdest du von den Versuchungen befreit?
Was hast du gedacht, gesagt oder getan, dass du zweifelst, ob es Sünde ist oder nicht? Und haben sie nichts, was sie geheim halten möchten? Die Frage hat man sich gegenseitig gestellt. I think those questions will scare the living daylights out of you. Und ich glaube, diese Fragen machen einem ziemlich Angst, oder nicht? Of course, those questions were never asked to give you absolution of sin. Und natürlich, diese Fragen hatten nichts That damit zu only tun, God can do. That's your trouble with God. dass man da irgendwie dann Sündenvergebung zusprach. Das ist eine Sache allein zwischen dem Menschen und Gott. Those questions were asked to hold each other accountable for your Christian life before God. Sondern das waren Fragen, die zum Ausdruck brachten, dass man gegeneinander rechenschaftspflichtig ist für sein Glaubensleben. And in the early Adventist church, that's how they operated. Und so war es auch, so wurde es praktiziert in der frühen Adventbewegung. Now you can take it for yourself. I don't know about you too much, but I think I know enough about the world that I can tell you that in today's life there is so much insecurity, there is so much problems, and people are battling and struggling and dying, and there's nobody to help them. Und natürlich, ich kenne nicht euer persönliches Leben, aber ich weiß genug von der Nobody. Welt, ich habe genug gesehen zu wissen, dass die Leute alle am Kämpfen sind, dass sie ihre Schlachten schlagen müssen, dass sie sich oft alleine fühlen und niemand ist da, der ihnen zur Hilfe kommen kann. So a couple of months ago, Vor einigen Monaten I decided to try an experiment. habe ich mich entschieden zu einem Experiment. And of all the people that are receiving my cell phone evangelism messages, and there's lots, Von all den Menschen, denen ich meine Botschaften sende übers Handy, und das sind ziemlich viele, just to give you an idea, at the moment we're sending out 3 million Bible studies per week. nur um euch eine Vorstellung zu geben, im Moment senden wir etwa 3 Millionen Bibelstunden wöchentlich. That's not just me, that's a whole lot of cell phone evangelists all over the world. Aber das, But 3 million Bible studies per week also nicht nur ich, sondern das sind sehr, sehr viele Handy-Evangelisten weltweit. 3 in Millionen 42 languages. in 42 Sprachen. And I'm so happy to tell you that you also have it in German. Und ich bin sehr glücklich, dass ich euch sagen kann, dass es auch in Deutsch existiert, in Deutschland. And that too is an incredible story. Und selbst How God led that young lady that spoke to you this morning, Susanna Henry, to my door. And I could say to her, Susanna, would you mind translating the German for me? And she said she would. und auch das And ist then schon, when she did that, I said, do you mind to just record the German for me like I tell you to do it? ja, das ist schon eine Geschichte für sich, die Susanne Henry, die ihr And heute she früh did. gehört habt, wie wir uns getroffen haben und ich sie dann gebeten habe, kannst du vielleicht das Material auf Deutsch übersetzen? Und dann habe ich sie noch gefragt, ja, wenn es jetzt übersetzt ist, kannst du es vielleicht auch gleich aufsprechen? Und sie hat es getan. So the German sermons that are sent out, that's her work. Also die deutschen Predigten, die ich hier aussenden kann, das ist ihre Arbeit. Anyway, I sent out a questionnaire to the people and I said, tell me a little bit. You have all listened to these messages and you've made decisions along the line. Tell me, how are you doing as Christians? Und ich habe dann einfach mal eine Umfrage ausgeschickt an die Leute und habe gesagt, erzählt mir doch mal ein bisschen, ihr habt diese Botschaften jetzt gehört, ihr lest das, hört das. Wie geht es euch als Tell me Christen? about your prayer life. Tell me about your life with Jesus Christ. Tell me about your relationship with Him. Tell me. I want to know. Erzählt mir einfach mal von eurer Beziehung mit Christus, von eurem Glaubensleben, von eurem Gebetsleben. Ich möchte es gerne erfahren. And they said, we don't know. We don't know how to do that. Und dann sagten sie mir, wir wissen gar nicht, We actually don't know how to pray properly. wie das We don't understand this relationship with Jesus Christ. funktioniert. Wir wissen gar nicht, wie man eigentlich richtig betet und die Beziehung mit Jesus pflegen. Wie geht das denn? We don't know what total commitment really means. Wir wissen auch nicht, was diese völlige Hingabe bedeutet. And I said, okay, I will put those of you who want, but you have to be serious about it. Und dann sagte ich, gut, dann werde ich diejenigen, die
die wollen, aber es muss euch wirklich ernst sein. If you are willing to be serious, Wenn es euch ernst ist, I'll put you on this group called Total Commitment. dann mache ich eine neue Gruppe, nehme ich euch in eine neue Gruppe hier rein, die nennen wir völlige Hingabe. And I will work with you. Und ich werde mich um euch kümmern. 48 people said yes. 48 Personen sagten ja. And for those 48 people, I said, okay, here we go. Und mit diesen 48, There's your 5 questions. Habe ich Answer gesagt, those questions. gut, jetzt geht's los. Hier habt ihr eure 5 Fragen und ihr müsst sie beantworten. And they said, wow, Und sie sagten, wow, that will that's really going to put us in a bad position. das ist aber schon, ja, I said, yeah, you're right. ziemlich unangenehm, ja, in die Lage, in die man da kommt. Und ich sagte, ja, das stimmt. All of a sudden, you will have no front. Tja, auf einmal wird die ganze Kulisse fallen. And then they started answering the questions. Und dann fingen sie an, die Fragen zu beantworten. It is so sad. Und es ist so traurig. They are battling. They are battling with huge things. Sie kämpfen mit großen Problemen. And they've got no idea how to overcome. Und sie haben keine Ahnung, wie sie das überwinden können. They are sitting with these massive big packs on their backs. Sie haben wirklich diesen gewaltigen Ballast mit sich rumzuschleppen. And they don't know what to do. Und sie sehen keine Lösung. My contract with them is this. Ich habe folgende Abmachung mit ihnen. Sorry, yes, I'll take note. My contract with them is this. If you answer those 5 questions to me on a weekly basis, you have a social meeting with me every week. Ich And sage, you zu, answer those 5 questions ich sage zu every week. ihnen, wir treffen uns If you are wöchentlich. willing to do that, Wenn ihr bereit seid, jede Woche mit mir zusammen, dass ihr euch trefft, ein geselliges Treffen, und my ihr beantwortet die contract 5 with Fragen. you is that I will pray for you every single morning, 5 o'clock, by name, and I will go into prayer with you, and I will fight with you for that which you are praying. I will struggle with God with you. Dann sage ich euch zu, verspreche ich euch, dass I ich will carry you in prayer. I will not forget you in prayer. I will pray for you, and I will pray until my knees break off. Verspreche ich euch, ich werde mit euch ringen. Ich werde jeden Morgen um 5 Uhr für euch beten. Ich werde mit euch zusammen ringen im Gebet und wir werden auf den Knien bleiben, bis uns die Knie wundgescheuert sind. And I will be happy with you for that which you've overcome, Und ich for the werde victories that you've had in life. mich And I will freuen. praise God with you. mit euch über alles, was ihr überwindet, die Siege in eurem Leben. Ich werde Gott loben mit euch zusammen. And for all those things that are gray areas that you have got no answers for, Und für all when diese, your child comes to you and tell you that he's full of drugs and you don't know how it comes because you didn't bring him up like that, all diese Grauzonen, wo ihr keine Lösung habt, wenn vielleicht das Kind zu euch kommt und sagt, ich nehme Drogen und ihr wisst nicht, wie ihr mir helfen sollt, or your child tells you that he's transgender or homosexual or whatever, oder euer Kind sagt euch, ich bin Transgender oder and you don't know homosexuell, how because it was not in my house that he learned these und things, du hast keine Ahnung, wie das geschah, denn du hast sie ganz anders erzogen and you don't know, you just don't know is a sin or not, und du weißt einfach nicht, ist das jetzt Sünde oder nicht, then I will fight with you. dann werde ich mit dir kämpfen. And if there's anything that you kept a secret up to now, Und wenn es irgendein Geheimnis in deinem I Leben will gibt, pray with you to God that you don't have to have secrets in your life das anymore. bis jetzt niemand erfahren hat, dann bete ich mit dir zu Gott, dass du in Zukunft keine Geheimnisse mehr brauchst. And I will not judge you. Und ich werde dich nicht verurteilen. Doesn't matter what you do. Völlig egal, um was I es will geht. not judge you. Ich werde dich nicht richten. I will just accept you in love. Ich werde dich einfach in Liebe annehmen. And you will not understand what is happening in that group. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was in dieser Gruppe geschieht. One of the people wrote to me and they said, you know, Neville, for Einer schrieb mir- 47 years I've been a Christian. Und sagt mir, Neville, weißt du, 47 Jahre lang bin ich jetzt Christ. You are the first person that cares whether I find Jesus or not. Und du bist der Erste, dem ich begegne, der sich wirklich darum sorgt,
ob ich zu Jesus finde oder nicht. Everybody else was just concerned whether I'm a good Adventist or not. Den anderen ging es einfach nur darum, ob ich ein guter Adventist bin. With cell phone evangelism, we bridge the gap. Und durch die We Handy-Evangelisation can come into a very personal relationship können wir with the people that we are reaching. diese Kluft überwinden und wir stellen eine ganz persönliche Beziehung her mit diesen Menschen. And we come into a position of trust. Und wir stellen Vertrauen her. And because of that, we can fight and struggle and nurture and care and love for that person. Und so können wir miteinander kämpfen und ringen und uns um sie kümmern, sie befestigen und sie lieben. As if that is the only person in the world. So, als wäre es die einzige Person auf der Welt. So by means of a handy, Also ein Handy we can bring the love of Christ kann ein Mittel right sein, to the person. die Liebe Christi direkt zum Menschen zu bringen. My time is up for this plenary. I wish I had double the time. Ich wünschte, ich I will hätte do the seminar afterwards. nochmal so viel Zeit, Those of aber you who want to stay, you're welcome. But I think the rest will go off to the others. ja, und ihr seid herzlich eingeladen dann zu meinen Workshops. I think I have to pray, so I'll pray for you. Let us stand and bow our heads. Lasst uns noch aufstehen zu einem Gebet, bitte. Lord Jesus, we are absolutely thrilled Herr Jesus, wir sind absolut begeistert, that you are a wonderful God that cares, dass du ein wunderbarer Gott bist, der sich um uns kümmert, that is real, der real ist, and that are there waiting for us der auf uns nur wartet, to just say, um uns zu sagen, Lord, I give everything up for you. dass wir nur sagen, Herr, für dich gebe ich alles auf. Lord, I know that we are in a nation. I am part of this nation, and I know how difficult it is because as German born and bred people, we so like to be in control, God. Herr, ich weiß, wie schwer es ist für dieses Land, für diese Nation, denn ich bin ja ein Teil davon. Und als Deutsche haben wir so gerne alles unter Kontrolle. We love to have everything in our hands. Wir lieben das, wenn die Sachen in unserer Hand sind. But if we want to make it with you, we need to give everything up. Aber wenn wir den Weg mit dir gehen wollen, dann müssen wir alles aufgeben. We need to allow you Wir müssen dir gestatten, to take full control of our lives dass du unser Leben vollkommen in die Hand nimmst and to lead us and direct us the way you would. und dass du uns so führst und leitest, wie du möchtest. So, Lord, this afternoon, Herr, heute Nachmittag it is my prayer that you will work with all of our hearts, mine inclusive, Lord. ist es mein Gebet, Herr, dass du jedes Herz hier ansprichst, And if einschließlich there's meines. anything that separates me from your love, Lord, take it away. Und Herr, wenn es irgendetwas gibt, was mich von deiner Liebe trennt, Herr, dann nimm es weg. Just take it away. Nimm es weg. Because, Lord, I need to see your face. Herr, denn ich möchte dein Angesicht sehen. I need to be in your arms. Ich brauche deine Gegenwart. And I need to share this love with everybody around me. Und ich möchte diese Liebe mit allen Menschen um mich herum teilen. I cannot allow these people in this country to not have that decision that they can serve you and love you and find out how great you are. Es darf einfach nicht sein, dass die Menschen in diesem Land keine Gelegenheit haben, sich für dich zu entscheiden, dir zu dienen und herauszufinden, wie wunderbar du bist. Thank you, Lord, for being with us. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Thank you for being with this meeting. Danke, dass du hier in diesem Treffen bist. And thank you for blessing ASI Germany beyond anything that they can even expect. Und danke, dass du ASI Deutschland über alle Vorstellungen hinaus segnen wirst. I pray this in your precious name. Das beten wir in deinem wunderbaren, kostbaren Namen. Amen. Amen. Amen.